Hast du dich jemals gefragt, warum du auf bestimmte Situationen so stark reagierst oder warum du bestimmte Dinge einfach nicht abschütteln kannst? Viele Erwachsene, die in ihrer Kindheit Traumata erlebt haben, tragen unsichtbare Narben durch ihr ganzes Leben. Und heute schauen wir uns einmal die 9 häufigsten Symptome an, die Erwachsene zeigen, die in ihrer Kindheit ein Trauma oder mehrere Traumata erleben mussten. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julia und hier auf dem Kanal findest du alles rund um das Thema Trauma und eben auch Therapieansätze, wie zum Beispiel das EFT-Tapping. Die Symptome von einem Kindheitstrauma sind gar nicht so offensichtlich und sie können sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen des Lebens zeigen. Und wir schauen uns jetzt einmal die 9 häufigsten dieser Symptome an. Symptom Nummer 1, emotionale Dysregulation. Wurden Personen in ihrer Kindheit missbraucht, vernachlässigt, dann haben sie im späteren Leben oft Probleme, ihre Gefühle zu regulieren, zu kontrollieren. Starke Stimmungsschwankungen, intensive emotionale Reaktionen oder Schwierigkeiten mit Stress umzugehen, das sind dann die häufigsten Anzeichen. Ein konkretes Beispiel im Erwachsenenleben könnte dann sein, dass sich die betroffene Person in einem Gespräch befindet und die kleinste Bemerkung löst dann auf einmal eine starke Reaktion aus. Man wird dann vollkommen aus der Bahn geworfen. Nummer 2, Flashbacks. Also Flashbacks, das Gefühl, aus der Gegenwart rausgerissen zu werden und sich auf einmal so fühlen, als ob man in dem traumatischen Erlebnis, in dieser schlimmen Situation wieder gefangen ist. Menschen, die als Kinder Missbrauch oder Gewalt erlebt haben, kämpfen oft mit eindringlichen Gedanken und Erinnerungen, die sich halt immer wieder in den Geist drängen, die man auch gar nicht so richtig abschütteln kann. Diese Flashbacks kommen für die Betroffenen aus dem Nichts und die können halt so beängstigend sein, so real wirken, dass eben das normale Leben im Alltag zu einer wirklichen Belastung wird. Symptom Nummer 3, Vermeidungsverhalten. Menschen, die in ihrer Kindheit ein Trauma erlebt haben, meiden dann im Erwachsenenalter oft bestimmte Personen, bestimmte Orte, bestimmte Situationen, die sie dann halt an das Trauma erinnern. Sei es der Kontakt zu bestimmten Familienmitgliedern, das Vermeiden von intimen Beziehungen oder das Ausweichen auf bestimmte Aktivitäten. Das Ziel ist es immer, den Stress, die Angst zu vermeiden, die dann halt immer wieder wachgerufen wird. Und das kann eben auch alles vollkommen auf einer unterbewussten Ebene passieren. Die Menschen, die Betroffenen fühlen sich dann halt einfach nicht wohl in der Nähe von bestimmten Personen, vielleicht Leute, die besonders aufbrausend sind. Sie wissen halt aber auf bewusster Ebene gar nicht warum. Sie merken halt immer nur die Beklemmung, die Angst, dass sie da weg wollen. Und das eben kann eben ein Hinweis darauf sein, dass bestimmte Personen in ihrer Kindheit ein ähnliches Verhalten gezeigt haben, sie dann Schmerz in welcher Form auch immer erfahren mussten und um sich davor zu schützen, ziehen sie sich dann aus diesen Situationen raus, von diesen Personen weg. Nummer 4, Hypervigilanz. Das ist dann ein Zustand der ständigen Alarmbereitschaft, des ständigen Aufpassens, Abscannen der Umgebung, ob was Schlimmes passiert. Kinder, die dann ständig auf der Hut sein mussten, vielleicht vor einem gewaltbereiten Elternteil, die mussten das halt lernen. Die haben gelernt, immer genau darauf zu achten, wie ist denn gerade die Stimmung, dieses Laufen auf Eierschalen, genau das Abscannen der Umgebung. Und dieses ganze Programm, das die Kinder dann gelernt haben, das bleibt dann weiterhin bestehen. Das Gehirn hat gelernt, so ist die Welt nun mal, so haben wir als Kind überlebt. Und dieses Programm wird dann auch als Erwachsener beibehalten. Auch wenn die Gefahr dann vielleicht längst vorüber ist, auch wenn die Eltern schon längst verstorben sind, dieses ganze Gefahrenprogramm ist eben immer noch lebendig und führt eben dazu, dass die Betroffenen unter ständiger Angst, unter ständiger Anspannung leiden. Symptom Nummer 5, Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen. Kinder, die Missbrauch und Vernachlässigung, Gewalt erfahren mussten, haben dann natürlich später Schwierigkeiten, anderen Leuten zu vertrauen. Wie soll ich denn einer anderen Person vertrauen, wenn ich als Kind gelernt habe, bei den Beziehungspersonen, die mir am nächsten stehen, die mich beschützen sollen, dass ich da Schmerz erfahre, dass ich Zurückweisung erfahre, sogar vielleicht Gewalt. Als Kinder wurden sie von ihrer Bezugsperson verletzt, betrogen oder im Stich gelassen, was dann später zu tiefem Misstrauen gegenüber von anderen Menschen führt. Das führt dann zu Schwierigkeiten in der Partnerschaft, aber auch in der beruflichen Zusammenarbeit. Symptom Nummer 6, geringes Selbstwertgefühl. Erwachsene, die in ihrer Kindheit misshandelt, abgewertet wurden, kämpfen dann oft mit starkem Schamgefühl, Schuldgefühl und einem geringen Selbstwertgefühl. Sie glauben, dass sie nicht gut genug sind, weniger wert als andere. Und das kann sich dann später äußern in der ständigen Suche nach Anerkennung im Außen oder der tiefen Angst, nicht gut genug zu sein. Was natürlich dann auch für die Betroffenen ein enormer Stress, ein enormer Druck im täglichen Leben bedeutet.
Symptom Nummer 7, was wir auch schon angeschnitten haben, sind Beziehungsprobleme. Fand in der Kindheit ein Missbrauch statt, ist es im Erwachsenenalter natürlich schwierig, gesunde Beziehungen zu führen. Intimität, Kommunikation und Vertrauen, also all das, was eben die Basis für eine gesunde, stabile Beziehung ist, das fällt halt den Betroffenen schwer aufzubauen, weil sie halt in der Kindheit Vernachlässigung, Missbrauch erfahren mussten. Das ist dann eher, dass sie entweder sich komplett aus Beziehungen zurückziehen oder eben auch starke Bindungsängste entwickeln. Symptom Nummer 8, Substanzmissbrauch und Suchtverhalten. Durch diese einschneidenden Erlebnisse in der Kindheit spüren dann Betroffene ihr Leben lang eine Art von Schmerz. Und um diesen Schmerz einmal zu betäuben, um da mal einen kurzen Ausweg zu haben, eine kurze Atempause, greifen sie dann halt zu Mitteln aus dem Außen, zu Suchtmitteln, Drogen, Alkohol oder eben auch andere Sachen wie viel zu viel Arbeiten oder extremer Sport. Das hilft zwar kurzzeitig, den Schmerz zu betäuben, bringt dann aber mittel- und langfristig ganz, ganz andere Probleme mit sich. Symptom Nummer 9, körperliche Beschwerden, Gesundheitsprobleme. Man sieht in der Studie, die ich zum Anfang erwähnt habe, dass Kinder, die eben traumatische Erlebnisse erfahren mussten, später dann auch mehr körperliche Beschwerden zeigen. Chronische Schmerzen, Verdauungsprobleme, Autoimmunerkrankungen und sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Zusammenhang zwischen körperlichen Beschwerden und traumatischen Erfahrungen, besonders traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, der wird halt immer deutlicher. Und der Grund dafür liegt halt einfach darin, dass der Körper in einem ständigen Alarmzustand ist. Und durch diesen ständigen Alarmzustand, was eben nichts anderes als der Überlebensmodus von dem ganzen System ist, werden eben sehr viel Ressourcenverbrauch, eben diese ständige Anspannung, die Angst, die Hypervigilanz. Und kein System ist dafür ausgerichtet, ständig im Überlebensmodus zu sein. Der Körper hat halt gar keine Ressourcen mehr, Reparaturen durchzuführen, um den Körper halt in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Es ist halt ständig nur Alarm, Alarm, Alarm. Und das hat dann eben auch starke Auswirkungen auf den ganzen Körper und deswegen auch die ganzen Krankheitssymptome. Diese 9 Symptome sind nur einige der Anzeichen dafür, dass in der Kindheit einschneidende Erlebnisse, traumatische Erlebnisse stattgefunden haben können. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um? Was kann man denn machen, wenn das passiert ist? Wenn man merkt, okay, ich habe eben diese Symptome, ich fühle mich ständig angespannt, ängstlich, ich habe Probleme, Beziehungen einzugehen. Und ein Ansatz hierfür kann das Tapping sein. Man geht dann praktisch an die belastenden Erfahrungen der Kindheit und sorgt eben dafür, dass sich das ganze System beruhigen kann. Denn was passiert, ist nämlich, dass das belastende Ereignis aus der Kindheit im Körper noch lebendig ist. Obwohl das schon längst vorbei ist, obwohl das vielleicht 30, 40, 50 Jahre teilweise zurückliegen kann. Der Körper, das Gehirn fühlt sich halt immer noch so, als ob die Gefahr noch real ist. Und mit dem Tapping, mit dem Klopfen auf bestimmte Körperpunkte, kann man eben das ganze System beruhigen, wieder runterfahren. Man sieht eben, dass das Angstzentrum, das eben die ganze Fight-Flight-Freeze-Reaktion überhaupt erst auslöst, durch diesen Prozess beruhigt wird. Und das ist eben auch der Ausweg daraus, dass man eben an diese belastenden Ereignisse einmal rangeht, das System beruhigt und dann merkt eben das ganze System auch, okay, im Hier und Jetzt bin ich sicher. Ich muss nicht mehr ständig in einer Alarmbereitschaft sein. Es ist okay, wieder runterzufahren. Es ist okay, loszulassen, zu vertrauen, zu leben. Und das war's für das heutige Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne her damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!